Hallo zusammen! Heute schauen wir uns an, was in deinem Körper nämlich passiert, wenn du schnell abnimmst oder vielleicht auch sehr extrem abnimmst. Hier geht es um die klassischen Diäten und weshalb diese Diäten langfristig auch immer wieder scheitern. Wir werden jetzt im Verlauf auch deutlich sehen, wie wichtig es ist, nicht nur auf das Gewicht isoliert zu schauen, sondern auch andere Faktoren wie beispielsweise die Stoffwechselebene im Blick zu haben. Und nur so kann es dann nämlich auch zuverlässig langfristig klappen. Problem 1: wenig Essen. Wir schauen uns hier jetzt mal die Auswirkungen von strengen Diäten an. Und die sind ganz schön weit verbreitet. Vielleicht hast du auch schon mal so eine Diät gemacht. Dabei nimmst du am Anfang relativ schnell ab, das ist klar. Aber das große Problem kommt dann mit der Zeit, wenn es darum geht, dieses Gewicht dann halten zu können. Und daran scheitern einfach die allermeisten Menschen. Das relativ wenige Essen bei diesen Diäten kann eben auch ein sehr großes Problem werden. Und zwar sehr schnell, denn nichts ist schlimmer wie Hungern beim Abnehmen. Das kann nachhaltig nicht funktionieren. Wenn du beispielsweise Hunger hast oder schlimmer noch, wenn du hungrig ins Bett gehst. Ja, der Hunger, das ist wirklich ein Problem. Und dieses Hungerproblem kann sich aber auch zuspitzen. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf die hormonelle Ebene schauen möchten. Und deshalb achte ich auch sehr stark immer darauf, bei mir im Programm, dass kein einziger Teilnehmer im Abnehmprogramm auch nur eine Sekunde am Tag hungern muss. Ja, das ist wirklich eines meiner absoluten Abnehmen-Grundgesetze. Weil wenn du wenig isst, dann wirst du auch einen relativ niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Grundsätzlich ist das eine gute Tendenz, wenn der Blutzuckerspiegel in einem moderaten Bereich liegt. Ja? Wenn der Blutzuckerspiegel aber zu niedrig liegt, dann ist es auch tatsächlich ein ernstes gesundheitliches Problem. Weil dein Körper, der reagiert darauf dann ziemlich eindeutig und zwar mit Heißhunger. Ja, und der Heißhunger, der hilft dir nun mal überhaupt nicht beim Abnehmen. Ob du willst oder nicht, aber wenn du Heißhunger hast, dann greifst du zu Schokolade, Chips oder irgendwelche anderen Kalorienbomben. Ja, und dann bist du einfach wieder nur frustriert am Ende. Problem 2: ein zu großes Kaloriendefizit. Das ist für deinen Körper schnell eine existenzielle Bedrohung. Weil ganz klar, dein Körper, der weiß ja nicht, ob das jetzt eine Hungersnot ist, die möglicherweise 3 Monate andauern wird, oder ob du gleich wieder was essen wirst. Dass du beispielsweise nur in den nächsten Supermarkt laufen brauchst und dort Millionen von Kalorien findest, ja, das weiß dein Körper nicht. Ist ja klar. Mit anderen Worten, ein zu großes Kaloriendefizit ist für deinen Körper der pure Stress. Und jetzt kommt es nämlich auch zu hormonellen Anpassungen und die fallen nicht zu deinem Vorteil aus, leider. Unter Stress erhöht sich nämlich erstmal der Cortisolspiegel in deinem Körper. Ja, die Nebenniere, die produziert hier fleißig Cortisol. Und ein erhöhter Cortisolspiegel wiederum, der führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Und ein erhöhter Blutzuckerspiegel, der führt zu einem erhöhten Insulinspiegel. Ja? Diese Kette, die müssen wir wissen. Und exakt das ist das Problem, nämlich am Ende dieser erhöhte Insulinspiegel. Der sorgt nämlich dafür, dass die Fettverbrennung in deinem Körper extrem gehemmt wird. Manchmal tatsächlich blockiert wird. Um genau zu sein, geht es hier um die Spaltung von Triglyceriden, die dann eben praktisch nicht mehr oder nur noch in sehr geringem Umfang stattfindet. Problem Nummer 3: der NEAT sinkt. Ja, NEAT hast du vielleicht jetzt noch gar nicht gehört. Das ist einfach die englische Bezeichnung. Und wenn wir mal den kompletten Begriff anschauen, dann bedeutet das so viel wie etwa sportunabhängige Aktivitäten. Ja, und diese sportunabhängigen Aktivitäten sind ein ganz wichtiger Bestandteil deines Gesamtkalorienverbrauchs. Oft machen diese sportunabhängigen Aktivitäten sogar 20% deines Kalorienverbrauchs aus. Also was ist das alles? Ja, das sind im Prinzip alle Dinge, die du über den Tag machst, die jetzt praktisch nichts mit Sport zu tun haben. Ja, hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen, einkaufen, kochen, Fenster putzen, alles Mögliche. Ja, und wenn du jetzt eben eine Diät machst mit einer extremen Kalorienreduktion, dann findet eine Kompensation bzw. eine Anpassung in deinem Organismus statt.
Und diese Anpassung, diese Tendenz nennt man Homöostase. Das bedeutet etwa Gleichgewicht. Machen wir ein Beispiel. Du nimmst sehr wenige Kalorien zu dir. Ja, Klassiker, diese ganzen Shake-Diäten oder irgendwelche anderen Hungerdiäten. Und das gefällt deinem Körper überhaupt nicht. Also dein Körper wird dann dafür sorgen, dass dein Kalorienverbrauch reduziert wird, um hier eben auch einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn du wenig Kalorien zu dir nimmst, dann schaut dein Körper, dass entsprechend auch dein Verbrauch relativ niedrig ist. Und um den Kalorienverbrauch zu reduzieren, wird dein Körper nämlich alle möglichen Aktivitäten runterfahren. Also sind wir hier ganz klar bei den sportunabhängigen Aktivitäten, also die NEAT. Dein Körper wird diese NEAT senken. Im Klartext heißt es, du bist einfach weniger aktiv im Alltag. Ja, und das sind oft auch Aktivitäten, die sind uns nicht einmal so bewusst. Und deshalb ist dieser Punkt hier auch so extrem wichtig. Wenn dein Körper hergeht und erkennt, ich habe einfach, da werden zu wenige Kalorien aufgenommen, dann ist noch eine parallele Tendenz, dass dein Körper dafür sorgt, die Kalorienaufnahme zu erhöhen. Das heißt, dein Körper wird dich vermehrt mit Hungersignalen durch die Gegend schicken. Ja, und deswegen wirst du natürlich auch vermehrt hungrig sein, mal ganz abgesehen davon. Ja, und das sind natürlich alles Tendenzen. Ja. Also so macht Abnehmen jedenfalls keinen Spaß. Ja, und wenn wir abnehmen möchten, dann wollen wir da wirklich Spaß haben. Eine Ernährungsweise, die auf dich zugeschnitten ist, wo du einfach merkst, Mensch, das geht mir von der Hand, das klappt im Alltag. Das ist ja das Wichtige, dass es in deinem persönlichen Alltag auch gut umsetzbar ist. Und dass du dann einfach merkst, Mensch, das geht hier richtig gut auch. Ja, und wenn du auch so eine Ernährungsweise erlernen möchtest mit unserer persönlichen Unterstützung, ja, wir nehmen dich hier an die Hand und wir sind da auch permanent an deiner Seite und zeigen dir eben auch, wie auch du dann nämlich so schön abnehmen kannst, aber vor allem so, dass du dein Gewicht eben auch langfristig halten kannst. Ja, mit einer mit einer ganz alltagstauglichen Ernährungsweise, die wir 1:1 auf dich, auf deine Wünsche eben auch zuschneiden. Ja, wenn du das auch möchtest, dann komm hier gerne mal in mein kostenloses Strategiegespräch und dazu einfach mal hier oben draufklicken, kurzes Formular ausfüllen, ja, und dann schauen wir uns nämlich mal gemeinsam in aller Ruhe deine Situation an. Ja? Einfach mal hier oben drauf drücken.